In diesem Video werden wir über die wichtigsten Entwicklungen, die im Jahre 2021 im Bereich Ethereum angegangen sind, einmal durchsprechen, welche Meilensteine erreicht worden sind und was genau verändert wurde. Und wir werden als Ausblick im Jahre 2022 die Projekte und die Entwicklungen in Bezug auf Ethereum durchsprechen, was genau noch geplant ist, wie Ethereum 2.0 ausschaut und welche Mechanismen hinzugefügt worden sind oder was genau soweit angepasst werden soll, werden wir in diesem Video einmal gemeinsam klären. Let's do this. Hallo, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Hugo und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und in diesem Video sprechen wir über Ethereum 1.0 bzw. 2.0. Was geschah eigentlich im Jahre 2021? 2021 optimierte Vitalik Buterin das Gebührenmodell von Ethereum, um letztlich die Transaktionskosten zu senken. Gleichzeitig legte das Entwicklerteam von Ethereum den Grundstein dafür, dass Ethereum ein deflationärer Asset wird. 2022 könnte das ETH-Upgrade 2.0 dafür sorgen, dass die Skalierbarkeit stark erhöht wird, die Transaktionskosten stark gesenkt werden und letztlich aber auch die Netzwerkgröße auch stark vergrößert werden kann. Und die DeFi-Branche, die letztlich zum Größteil auf Ethereum operieren, könnten von der Lösung des, ich sage mal, des Trilemma-Problems stark auch von profitieren. Denn Ende 2020 lancierte das Ethereum-Team das Projekt Beacon Chain auf Ethereum 2.0, die auf dem Proof of Stake Konsensalgorithmus basiert. Denn warum wurde eigentlich Ethereum 2.0 Beacon Chain ins Leben gerufen? Denn die Energie und auch die Transaktionskosten auf Ethereum 1.0 waren oder basieren auf dem Konsensalgorithmus Proof of Work und somit auch im Bereich Energie und auch Transaktionskosten nicht mehr rentabel und demzufolge auch relativ teuer. Im Jahre 2021 wurden einige Upgrades auf der Ethereum Chain vorgenommen, um A, die Transaktionskosten zu senken und auch B, um das vorhandene Ethereum Asset eben auch zu verringern. Außerdem wurde auch die Difficulty Bomb, die letztlich dafür sorgt, dass das Mining von Ethereum erschwert wird und letztlich auch im Umkehrschluss unrentabel gemacht wird, um ein Switch von Proof of Work auf Proof of Stake überzugehen, mehrfach verschoben. Im Mai 2021 kam das Berlin Upgrade heraus, um das Gebührenmodell von Ethereum auch zu optimieren. Im Juli brachte das Entwicklerteam von Ethereum dann das Upgrade London heraus und bei diesem Upgrade wurde die Höhe der Transaktionsgebühren auf, ich sage mal, eine Basisgebühr festgelegt, um Transaktionen schneller durchzuführen, damit Transaktionen schneller durchgeführt werden, indem man Validatoren, ich sage mal, ein Trinkgeld auch mitgeben kann. Damit werden die Blockvalidierungen schneller durchgeführt, denn zuvor gab es ein, ich sage mal, ein Geburtssystem auf der Ethereum-Chain, bei der die Transaktionen den Höchstbietenden zuerst validiert worden sind. Und das war nämlich auch ein Grund, warum die Gebühren, also die Gaspreise hier ins Unermessliche stark gestiegen sind und somit auch die Netzwerksauslastung auch ein Grund eben auch war. Schlussendlich konnten nur Holder eine Transaktion auf der Ethereum-Chain durchführen, die, ich sage mal, ein Stück weit wohlhabend waren, weil einfach die Transaktionsgebühren hier von 6, $7 auf $100 angestiegen sind und eine Vielzahl von Menschen war einfach die Arbeit mit Ethereum auf der Chain unrentabel und eben auch unattraktiv, weil einfach die Gaspreise hier extrem stark gestiegen sind und zumindest auch volatil auch waren. Schlussendlich war nach dem Upgrade einfach die Arbeit mit Ethereum wieder attraktiv, weil einfach eine Basisgebühr eingeführt worden ist, um letztlich das Ganze ein Stück weit attraktiver für, ich sage mal, kleinere Nutzer eben auch gemacht wurde. Ich kann mich noch an dieser Stelle erinnern, wie ich für eine Transaktion 50 bis $60 zahlen musste. Und Monate danach waren die Gaspreise einfach bei $120, was einfach extrem, extrem viel ist. Mit dem London Upgrade führte das Entwicklerteam von Ethereum auch einen Burning-Mechanismus ein, sodass eben ein Teil der Ethereum, die ausgegeben werden, auch direkt geburnt wird und somit das Ganze so ein Stück weit deflationär auch macht. Nach der Umstellung auf Ethereum 2.0, was noch ansteht, könnte Ethereum wirklich ein deflationärer Asset werden,
was sich letztlich positiv auf den Preis und auch auf den Kurs auch auswirken könnte. Wenn wir uns einmal auf der Seite Ultrasound Money uns befinden, dann sehen wir, dass einfach Ethereum hier eine Deflationsrate von 2,1% hat, was sehr, sehr gut ist und letztlich auch dadurch Ethereum halt immer knapper wird. Also laut dieser Website hier. Und das wird eben auch noch kommen und ich bin äußerst gespannt, wie das Ganze sich auf den Preis eben auch auswirken wird, denn es ist nämlich was Schönes und was Gutes, wenn ein Gut immer knapper wird. Und all diese Entwicklungen werden letztlich mit Ethereum 2.0 wird das Ganze auch ein Gamechanger auf dem Markt sein, denn auch Ende des Jahres wurde, wie auch zuvor angesprochen, die Difficulty Bomb erneut verschoben. Der Grund war einfach, dass die Verschmelzung von Ethereum 1.0 auf Ethereum 2.0 eigentlich im Juni 2022 stattfinden sollte. Allerdings ist die Fusion der beiden Chains auf Ende 2022, also nächstes Jahr, eben auch geplant. Vitalik Buterin geht nach seiner Auffassungsgabe davon aus, dass Ethereum 2.0 zum Teil zentralisiert ablaufen kann. Die hochgelobte Layer-2-Technologie wird in diesem Fall keine bedeutende Rolle im Ethereum 2.0 Chain auch einnehmen, aber sollte Ethereum 2.0 auch mit der Verschmelzung 1.0 und auch 2.0 erfolgreich sein, könnten zahlreiche Nutzer von günstigen Transaktionen auch profitieren und ebenfalls auch mehr Transaktionen in der DeFi-Chain auch einnehmen, beziehungsweise auch am Netzwerk auch teilnehmen. Wenn wir uns das Ganze über DeFi Lama uns einmal anschauen, dann sehen wir einfach, dass im Bereich Ethereum 160 Billiarden Dollar als Total Value Locked im DeFi-Bereich eben auch sind und auch gesperrt worden sind. Und das zeigt für mich letztlich, dass auch hier ein hoher Nutzen eben auch einhergeht und auch viele und auch die meisten DeFi-Contracts ebenfalls über Ethereum auch laufen. Und Ethereum 2.0 könnte hier womöglich auch die Kehrtwende auch bringen und für das Jahr 2022 ein, ich sag mal, Startschuss für gute, höhere Zahlen auch liefern. Es hört sich natürlich alles wunderbar an, denn für das Jahr 2022 wird Ethereum mit ETH 2.0 einen Meilenstein setzen im Bereich Transaktionsgebühren, im Bereich Skalierung und im Bereich Netzwerkgröße. Aber da muss doch irgendein Nachteil sein. Ja, ich persönlich sehe eine Gefahr, denn wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen, wurde Vitalik Buterin interviewt, das Ganze am 26. Dezember auch erschienen, also gestern. Und hier sagte Vitalik Buterin wortwörtlich, wir übersetzen uns das Ganze einmal auf Deutsch, wenn Ethereum nicht skaliert, dann ist Ether definitiv gescheitert. Wenn Ethereum beim Scaling erfolgreich ist, es aber zu etwas zentralisiert wird, was er aber auch gesagt hat, dann ist es meiner Meinung nach auch gescheitert. Wenn Ethereum gelingt zu skalieren und als Blockchain zu dezentralisieren, aber nichts Interessantes drauf aufgebaut wird und niemand wirklich einen Wert daraus zieht, dann scheitert es auch. Also wir sehen hier eine große Gefahr im Bereich Trilemma natürlich und wenn man, ich sage mal, Ethereum aktuell nicht skalieren kann und man weil etwas an der Skalierung ändert, da sagte auch Ethereums Gründer Vitalik Buterin, dass es zum Teil, also Ethereum 2.0 zum Teil zentralisiert ablaufen könnte. Und wenn das der Fall ist, dann sagte er hier in diesem Interview, dass ebenfalls Ethereum daran dann scheitern könnte. Ich bin persönlich gespannt, wie Vitalik Buterin dieses Problem lösen wird, dass eben zwar auf der einen Seite hochskaliert wird, auf der anderen Seite die Transaktionskosten gering und auch günstig gehalten wird, aber sodass eben keine zentralisierten Anlaufstellen möglich sind. Also es muss definitiv dezentral auch bleiben. Nur dann würde man das Trilemma-Problem lösen. Und welche Upgrades und welche Meilensteine oder Projekte hier noch zusätzlich hinzukommen. Und da werde ich auf das Beste hoffen, denn Ethereum wird auch in der kompletten Krypto-Szene ein Projekt bleiben, was vielversprechend ist und wo ebenfalls Smart Contracts technisch auch viele Teilnehmer auch Ethereum auch vertrauen. Sollte dir das Video gefallen haben, freue ich mich sehr über ein Abo beziehungsweise über dein Feedback in den Kommentaren. Bis dahin, dein Hugo von der Kryptosphäre.